Okay, so we are now in chapter 16. We want to see the seven bowls. Kapitel 16, wo es die sieben Zornschalen geht. And we've already seen a lot of judgment in previous chapters. In den vorhergehenden Kapiteln haben wir schon einiges gesehen, wie das aussieht, wenn Gott Gericht übt. We saw the pause in chapter 14. Und in Kapitel 14 gibt es dann diese Pause. And we saw the reasons for God's judgment in chapter 15. Und Kapitel 15 zeigt uns 3 Gründe auf, warum Gott richten wird, ja richten muss. And here's the last batch. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Verse 1, and I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, go and pour out the seven bowls of the wrath of God onto the earth. Kapitel 16, Vers 1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den 7 Engeln sagen, geht hin und gießt die 7 Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. Verse 1 does not actually tell us who the voice is. In Vers 1 wird nicht erklärt, wessen Stimme das ist. Probably the voice of God. Wir können wohl davon ausgehen, dass es die Stimme Gottes ist. Because it's loud. Denn es ist laut. It comes from the temple. Und die Stimme kommt aus dem Tempel. And that's where God resides. Und das ist da, wo Gott wohnt. And so he gives the instructions to the seven angels. Und dann gibt er Anweisung den 7 Engeln. Go and pour out the 7 bowls of the wrath of God into the earth. Die Anweisung, geht hin und gießt die 7 Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. So the first bowl is in verse 2. Vers 2 sehen wir die erste Zornschale. The first angel went and poured out his bowl into the earth and became a loathsome and malignant sore upon men who had the mark of the beast and who worshipped his image. Die erste Schale, Vers 2. Und der erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde aus. Und es kam und die sein Bild an, schlimmes Geschwür an die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. So the word ulcer is really a word that means wound. Das Wort, was hier mit Geschwür beschrieben oder übersetzt wird, bedeutet eigentlich im Kern eine Wunde. In Luke 16:21 it talks about licking a wound. In Lukas 16 lesen wir davon, dass Wunden geleckt werden. Most commentators think this is probably referring to ulcers. Und viele Ausleger sind sich darin einig, dass es bei dieser Wunde hier wahrscheinlich eben, wie es im Deutschen heißt, um ein Geschwür handelt. So I'm going to give you the French dictionary's definition of an ulcer. Und der französische Diktionär beschreibt ein Geschwür wie folgt. Translated by DeepL. DeepL is a translation device. Translated by DeepL. Okay, ich habe es übersetzen lassen durch so eine Übersetzungsmaschine. Into English. Auf Englisch. And then translated in German by him. Das wird lustig. So let's see what happens, okay? This is an ulcer. Es ist einfach ein Geschwür, okay? Can we move on? No. I want us to feel like really gross right now. Okay, er will, dass ihr dieses ganze hässliche Zeugs richtig spürt. Okay, start. It's a break in the skin. Es ist wie ein Riss, eine aufgebrochene Wunde in deiner Haut. Or a mucous membrane. Membrane of gross stuff. Eine Schleimmembrane. Okay, jetzt brauchen Slime, I like that. Slimy, yeah. Etwas Ekliges auf jeden Fall. It's inflamed, inflammatory. Und es ist entzündet. Infected. Es ist eine Infektion. Malignant, I mean it just keeps going. Und es hört nicht auf, es wird immer schlimmer und größer und hässlicher. And it contains pus. Und es ist voll von Eiter und Wundwasser und all dem. This is not a little pimple that's white that you see sometimes on someone else's skin. Das ist nicht so ein kleiner Pickel, den du manchmal bei jemand anderem siehst. And what you really want to do is like a und wenn du ihn siehst, möchtest du einfach. No, we're talking like Job type of ulcers. Nee, wir reden von Geschwüren, wie sie Hiob hatte. Actually, the word malignant means evil or hurting. Das wird übersetzt mit schlimm. Schmerzhaft waren diese Geschwüre. These are very painful. Sie sind wirklich sehr schmerzhaft. In fact, it says in verse 10 that they gnawed their tongues because of pain. Es heißt in Vers 10, dass sie sich auf die
Zunge beißen, weil sie so viel Schmerz leiden. I mean, they had so much pain, people were biting their teeth and almost biting their tongues. Und sie haben ihre Zunge aufgrund des Schmerzes so sehr gebissen, dass sie fast abgebissen hätten. Some time ago, years ago, I was cleaning our kitchen table. I was being a good husband. Vor einigen Jahren war ich mal ein guter Ehemann, da habe ich den Tisch, ich habe den Tisch gereinigt. No, I do that about, twice a year. Ja, zweimal im Jahr macht er das. But this day was my day. Aber das war sein Tag, er hat Actually, geputzt. I do help my wife quite a bit. I try. Nee, er hilft seiner Frau sehr viel. Yeah. But anyway, so I tend to be kind of I'm told, a high energy type of person. Na, die Leute, ich weiß nicht warum, sagen, dass ich irgendwie ein bisschen hohen Energielevel habe jeweils. So when I wipe the table, I do it with high energy. Ja, und wenn ich dann den Tisch abputze, dann mache ich das mit sehr viel Energie. The problem is the table was in wood. Das Problem war, das war kein hölzerner Tisch. And I was really making it very clean to make my wife happy very hard. Oh, it was wood. Yes, it was wood. Oh, er war aus Holz und er hat so gerubbelt, weil er wollte, dass seine Frau wirklich happy ist und der Tisch super sauber wird. And suddenly a long splinter went right into my finger and hit the bone. Und naja, ich habe so gerubbelt, dass ein Splitter vom Holztisch mir direkt unter den Nagel gefahren ist und sogar bis auf den Knochen ging. The moment of pain was totally intense. Und der Schmerz, den ich in dem Moment gefühlt habe, das war sehr intensiv. I ended up going to get surgery to remove it. Ich musste sogar mich einer OP unterziehen, um diesen Holzsplitter wieder aus meinem Finger rauszukriegen. Imagine that. Naja, und jetzt stell dir das vor, dieses Holzding in meinem Finger. All over your body, but way bigger. Das über deinen ganzen Körper zerstreut und 10-mal schlimmer. That's what this bowl is all about. Darum geht es bei dieser ersten Zornschale. Number 2, Zweitens. verse 3. And the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood like that of a dead man, and every living thing in the sea died. Vers 3. Und der zweite goss seine Schale auf das Meer aus, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was in dem Meer war. So it is interesting. It does say that the sea became blood like that of a dead man's blood. Es ist interessant, es wird hier beschrieben, dass das Meer wie Blut wurde, und zwar so wie das Blut eines Toten. So some people say this is a red tide. It just kind of looks like red blood. Und es gibt Leute, die sagen, naja, das ist nur irgendwie rot schimmerndes Wasser. Es scheint wie Blut, aber es ist nicht wirklich Blut. And that comes from, anyway, so some people think it's just like, it looks red. Einige Leute denken, es ist nicht tatsächlich Blut, es sieht nur so aus wie Blut. But the text does say it became blood. Aber hier steht, es wurde zu Blut. So I'm actually leaning toward real blood here. Also ich tendiere eher, es war Blut. Now, I don't know if you've ever seen blood of a dead man. Ich weiß nicht, ob du je Blut eines Toten gesehen I hast. mean, what an interesting little detail, right? It's not just blood, it's blood of a dead man. Kleines Detail, es ist nicht nur die Rede von Blut, sondern Blut eines Toten. Well, I've never seen that kind of blood personally. Ich habe dieses Blut eines Toten noch nie gesehen, But I assume it gets coagulated and it gets kind of hard a little bit. aber ich nehme an, dass es sich verdichtet, es wird zähflüssig, Thick, dark. fest, dunkel. I mean, I've only seen movies, but I could imagine being stabbed, dying, and having your blood pour out on the road. Ich habe das nur in Filmen gesehen, du wirst irgendwie abgestochen, dein Blut rennt raus und überall ist das Zeugs. It's that kind of blood. Solches Blut ist hier gemeint. But the point here is that every living thing in the sea died. Und es wird beschrieben, alles, was im Meer lebt, ist gestorben. You got to think about that 1 second here, man. Versuch dir das mal kurz vorzustellen. It's like all sea life dead. Alles, was im Meer lebt, Fische, was auch immer, tot, alles. Imagine the upheaval in the world. Stell dir mal vor, was das für ein Tumult gibt in der Welt. I mean, I don't know if you've been to Israel, to the Dead Sea. I have. Ich weiß nicht, ob du je in Israel warst, am Toten Meer. It's the lowest sea in the world. Das ist das tiefste Meer, das es gibt auf der Erde. There's no life in it that I know of. Es gibt kein
kein Leben im Toten Meer. The only life that you can see there are tourists floating around reading newspapers. Das einzige Leben, was du siehst in dem Meer, sind Touristen, die da irgendwie auf dem Meer rumschweben und ihre Zeitung lesen. It is kind of cool. You can actually do that. You know, you're like you're in the sea. You can read a newspaper. Naja, man kann das wirklich machen. Es hat so viel Salz, das Wasser trägt dich. Du kannst nicht untergehen. But I don't think when the seas are blood that people will be floating around reading newspapers. Aber ich glaube, wenn das Meer zu Blut wird, dann werden die Leute sich nicht da reinschmeißen, um Zeitung zu lesen. Think of some of the most beautiful oceanside cities of the world. Stell dir einige Städte vor, die schönsten Städte, die es gibt, die am Meer liegen. I've got there's a student at EBTC who has started a church in Cannes, France. Es gibt einen Student beim EBTC, der hat eine Gemeinde gegründet in Cannes in Frankreich. I think that's a really good move. I mean, I think people in Cannes really need the Lord. Naja, ich glaube, die Leute in Cannes brauchen wirklich das Evangelium. And why not be in one of the most beautiful sea towns of the world? Und warum sollte man nicht eine Gemeinde gründen in einer der schönsten Städte, die am Meer liegt? But think of this, like Nice, France. Nizza zum Beispiel in Frankreich. Venice. Oder Venedig. Naples. Neapel. New York. New York. Los Angeles. LA. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cities in Hawaii like Honolulu. Städte in Hawaii wie zum Beispiel Honolulu, die am Meer liegen. Hong Kong. Hongkong. Sydney. Sydney. Auckland. Tokyo. Ihr versteht das alles. Go on. All those cities, you look out and you see blood. Stell dir vor, du lebst in einer dieser Städte, du schaust auf den Ozean und es ist alles Blut. There are estimated 3,500,000,000,000,000 fish in the ocean. Irgendjemand hat gezählt und denkt, es gäbe 3 Trilliarden irgendetwas Fische im Meer. All of them dead, floating on blood and rotting. Und sie sind alle tot, sie liegen mit dem Bauch oben im Wasser und sie stinken, weil sie verfaulen. And it's like pretty crazy here. Das ist ziemlich verrückt, was hier passiert. Number 3. Drittens, Verses 4 through 7, rivers of blood. in den Versen 4 bis 7 lesen wir von Flüssen voll von Blut. You can read those if you want, okay? Und der dritte goss seine Schale auf die Ströme und auf die Wasserquellen aus, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. So the salt water of the ocean is now all blood. Das Salzwasser in den Ozeanen ist alles zu Blut geworden. So now God attacks the drinking sources of water in the world. Und jetzt wendet sich Gott dem Trinkwasser zu hier auf der And they Erde. become blood too. Auch das Trinkwasser wird zu Blut. So, I don't know if you know the 10 biggest rivers of the world. Kennst du die 10 größten Flüsse der Welt? The Sepik River. Sepik. Yeah, I have no idea where it is. I just found this on Google. Naja, ein großer Fluss und ich kenne ihn nicht. Kennst du ihn? But this one I heard of before, the Mississippi. Oh, do you know Russia? Sepik. Ja, wo ist der? Oh, New Guinea. Papua-Neuguinea. Oh, that's maybe why I didn't hear about it. Okay. Okay, ein großer Fluss. Okay. Aber den Mississippi, den kennt ihr, oder? Ist auch ein großer I'm Fluss. sure a ton of people are looking it up right now, okay? So the Mississippi, Der Mississippi, wie gesagt, the Volga, die Wolga, the Zambezi, der Zambezi, Mekong, Mekong, Ganges, der Ganges, Danube, die Donau and the Yangtze River. Those are the largest ones. und ein anderer Fluss in China wahrscheinlich. Okay. That must have been funny. So this had already happened at the Nile River in Exodus 7. Wir haben das schon mal gesehen. Der Nil in 2. Mose 7 wird zu Blut. And in the third trumpet, chapter 8, we already saw 1/3 of the world's fresh water contaminated. Und wir haben schon vorher gesehen in Offenbarung, dass 1/3 des Frischwassers der Welt untrinkbar wurde. What this is saying is that with all the rivers of the world contaminated in blood, Und naja, 1/3 des Frischwassers kann man nicht mehr trinken. Die größten Flüsse oder alle Flüsse werden zu Blut. there's not a whole lot of drinking water left. Es gibt nicht mehr viel übrig zu trinken. I mean, imagine the panic. Stell dir die Panik vor.
I mean, I said this already, I live on, in France looking over Lake Geneva. Ich Or Lake Léman. lebe in Frankreich und ich sehe auf den Genfersee. Which turns into the Rhone River and goes to Marseille. Und aus dem Genfersee fließt die Rhone und die fließt dann nach Marseille. And I look out my window. I mean, I won't be here, but you look out the window and it's blood. Stell dir vor, du bist bei mir, du schaust raus, alles Blut. Makes for an interesting picture. Naja, es gäbe ein tolles Foto, But I mean, could you imagine the panic? aber stell dir vor, die Panik, die ausbricht. But think about this. Aber hier ist noch was. You're full of ulcers, pussy, gross ulcers. Währenddem du das beobachtest, du bist voll von Geschwüren, von unten bis oben. You can't even find clean water to wash yourself off. Und es gibt kein reines, sauberes Wasser, um deine Wunden zu reinigen. And you're thirsty. Und du hast Durst. Not a good situation. Keine angenehme Situation. I think it's interesting. The reason for this is verse 6. Der Grund dafür wird in Vers 6 genannt. They poured out the blood of the saints and prophets. Now you have given them the blood to drink. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. It's almost like the lex talionis, tooth for a tooth, eye for an eye. Ja, es ist so, wie wir es lesen. Ein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir kriegen das, was uns gebührt. Blood for blood. Blut für Blut. Interesting, isn't it? Interessant. Number 4, Nummer 4. fire and extreme heat. Feuer und sengende Hitze, Glut. You can read verse 8 and 9. Die Verse 8 und 9. Und der vierte goss seine Schale auf die Sonne aus. Und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt. Und sie lästerten den Namen Gottes, der die Gewalt über die Plagen hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. So here, the angel pours his bowl out on the sun. Hier sehen wir, wie der Engel seine Zornschale auf die Sonne ausgießt. And in this case, it burns men. Und das Resultat ist, dass die Menschen unter extremer Hitze leiden. Sie werden versenkt. In chapter 8, verse 12, the sun was also struck. In Kapitel 8, Vers 12 sehen wir auch, dass die Sonne in Mitleidenschaft gezogen wird. But in that case, 1/3 of its brightness disappeared. Aber damals war es, dass die Sonne ein Drittel ihres Lichtes nicht mehr gab. So what we find here is that there is great heat and fire. Aber hier ist zu lesen von enormer Hitze und Feuer und Glut. So, we talk about the réchauffement climatique. Wir reden ja, oder alle Welt redet von der sogenannten Klimaerwärmung. As we say in English, they ain't seen nothing yet. Naja, Yeah. das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem hier. I mean, I probably in those days you'll be able to look at the Mont Blanc glacier and just see it melt before your eyes. Wenn das passiert, dann kannst du den Gletscher Mont Blanc betrachten und er wird vor deinen Augen wegschmelzen. The North Pole and the South Pole ice just going to melt like this. Das Eis am Nord- und am Südpol weg. And it won't be white ice, it'll be red blood ice. Und das Eis wird nicht einfach zu Wasser, sondern alles wird zu Blut. Erinnert ihr euch? So the sea level, which is blood, will rise dramatically. Und der Meeresspiegel wird ansteigen. And of course, massive tides and floods everywhere around the world. Und es wird Flutwellen geben, überall auf der Erde. All blood and red. Und Flutwellen von Blut. Matthew 24:21. Matthäus 24, Vers 21. Jesus warned about how bad it was going to be. Dort warnt Jesus davor, wie schlimm es werden wird. For there will be a great tribulation, such has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever shall. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Now the greatest mystery of all here is verse 9. Das größte Geheimnis hier ist wohl in Vers 9. Back in Revelation 16, right? Also wir sind jetzt zurück in Offenbarung 16, Can Vers you read that 9. again? Verse Und die 9. Menschen wurden von großer Hitze versenkt und sie lästerten den Namen Gottes, der die Gewalt über diese Plagen hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. This is absolutely remarkable because they blaspheme the name of God as they were being scorched with the heat.
Und es ist schon erstaunlich, sie werden mit Hitze und Glut bestraft. Und was ist ihre Reaktion? Sie lästern den Namen Gottes. Now, a couple of things are interesting here. Whose name are they blaspheming? Interessant, wessen Name lästern sie? The name of God. Den Namen Gottes. They're not stupid. They know exactly who's doing all Die this. sind nicht dämlich. Die wissen genau, wer hinter diesen Plagen steht. Because they say the name of God who has the power over these plagues. Es heißt sogar, sie wissen den Namen Gottes und sie wissen auch, dass er es ist, der Macht hat über diese Plagen. So this is what's hard to understand. They know God is doing this. Das ist das Verrückte. Sie wissen genau, Gott ist der Urheber dieser Plagen, But they don't repent. aber sie tun nicht Buße. And they don't give him glory. Und sie geben ihm keine Ehre. It's just like incredible. Now, granted, that which is restraining him has already been taken away, the Holy Spirit, right? We talked about that. Unfassbar, aber wir haben schon gehört und davon gelesen, dass der zurückhält, nicht mehr da ist, nämlich der Heilige Geist. So it seems that as they get further and further into the tribulation, they get more hard and hard and hard. Und es scheint, je tiefer sie in der Trübsalzeit sind, desto härter werden ihre Herzen. And maybe that's why God takes extraordinary measures to send an angel to preach the gospel. Und vielleicht ist das der Grund, warum Gott zu dieser außergewöhnlichen Maßnahme greift und einen Engel sendet, um das Evangelium zu verkündigen I mean, in it's dieser interesting. On the Zeit. one hand, he judges them, Es ist schon interessant, auf der einen Seite sehen wir diese absolut schrecklichen and on the Gerichte, other hand, he sends the gospel preached by an angel. It's aber auf amazing. der anderen Seite sehen wir, wie er diesen Engel sendet, der das ewige Evangelium verkündigt. That's the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. Number 5, 5. darkness over all the earth. Verses 10 and 11. You can read them if you want. Verse 10 bis 11, Finsternis auf der Erde. Und der fünfte goss seine Schale auf den Thron des Tieres aus. Und sein Reich wurde verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen wegen der Qual. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. So this fifth plague is simply darkness. The kingdom is plunged into darkness. Hier wird das ganze Reich in Finsternis gebracht. And it says they are biting or gnawing their tongues because of pain. Und es heißt hier, dass sie ihre Zungen zerbissen haben aufgrund der Qualen, die bereits da waren. It's probably not the darkness that's causing the pain. Und dieser Schmerz kommt wahrscheinlich nicht oder rührt nicht von der Finsternis her, It's probably the ulcers, sondern die Geschwüre, no drinking water, kein Trinkwasser, the sunburns, I mean the heat and sunburns of just before. die Hitze und die Glut der Sonne, die sie versenkt. Now, if you're in that kind of state, like really bad off, Stell dir vor, du bist in diesem Zustand. Es ist miserabel. yeah, with ulcers and you're dying of thirst and you're burned, if that is true of you, Du bist voll von Geschwüren, du bist kurz vorm Verdursten und unerträgliche Hitze um dich herum. and suddenly all the lights go off and you're in pitch darkness, Und dann kommt dazu noch Finsternis. Du siehst überhaupt nichts mehr. that makes your pain even greater. Das macht deine Schmerzen noch viel schlimmer. And they're in so much pain, they're biting their tongues. Und es führt dazu, dass sie sich die Zungen zerbeißen. Number 6, Nummer 6. the satanic trinity. Die satanische Dreieinigkeit. Do you want to read 13 through 16, if you don't 13? mind? Yeah, 13 12? through 16. 12, Well, no? 12, yeah, 12, okay. Und der sechste goss seine Schale auf den großen Strom, den Euphrat, aus, und sein Wasser versiegte, damit der Weg der Könige bereitet würde, die vom Sonnenaufgang herkommen. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, um sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. Und er versammelte sich an dem Ort, der auf Hebräisch Hermagedon heißt.
Okay, so here we don't really have a plague, but an announcement of what is going to happen. So it is a plague. Hier geht es nicht in direkter Art und Weise um eine Plage, sondern es ist eine Plage, die angekündigt wird und sie wird kommen, also ist es trotzdem eine Plage. So the sixth angel pours his bowl on the Euphrates River. Wir sehen hier, wie der sechste Engel seine Schale auf den Euphrat ausgießt. The water dries up, and this prepares the kings who come from the east. Und der Strom versiegt und somit ist der Weg frei für die Könige aus dem Osten. I do have a picture of the Euphrates River. Can we just do this real quick here? Ich habe ein Bild vom Euphrat. Ich will euch das kurz zeigen. I think it's right there. Just kind of shows you where it is in the world. It's up there on the left. The blue line on the left is where the Euphrates is, okay? Da, wo der rote Pfeil ist, ganz links, die dicke blaue Linie, das ist der Euphrat. That's my rendition of the Euphrates. It's not quite that big, okay? Naja, so groß ist er nicht, aber so sieht man ihn wenigstens. So anyway, that's all I wanted to show you, so you have an idea of where it is, okay? Now I'm going to close. Okay, so the Euphrates is over there near Babylon, right? Der Euphrat ist in der Nähe von Babylon, richtig? And it's this angel sending this bowl. Und hier ist dieser Engel, der diese Zornschale ausgießt. So in verse 3 it says, I saw coming out of the mouth the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet 3 unclean spirits like frogs. Und in Vers 13 lesen wir, und ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen wie Frösche. So we already saw that the dragon is Satan according to 12 verse 9. Wir haben schon gesehen, dass der Drache Satan ist. The beast is Antichrist according to chapter 13. Das Tier ist gemäß Kapitel 13 der Antichrist. And the false prophet is the assistant of the Antichrist. Und der falsche Prophet ist der Sekretär, der Assistent des Antichristen. So we call this the satanic trinity. Und deshalb habe ich es die satanische Dreieinigkeit genannt. So out of their mouth comes 3 unclean spirits. Und aus ihrem Mund gehen hervor 3 unreine Geister. In verse 14 we are told that those spirits are demons. Und Vers 14 klärt uns auf, dass es sich hierbei um Dämonen handelt. And they look like frogs. Und sie sehen aus wie Frösche. Frogs are unclean animals according to Leviticus 11. Gemäß 3. Mose sind Frösche unreine Tiere. They are not literal frogs like in Exodus. Nun, es handelt sich nicht um tatsächliche Frösche, wie wir das in 2. Mose lesen. Because they look like frogs and we've just found out they were actually demons. Es heißt, sie sind wie Frösche, aber tatsächlich handelt es sich um Dämonen, steht da. So why? What are they going to do? Und was machen die jetzt? Well, verse 14, there are spirits of demons working wonders and going out to the kings of the whole earth to gather them for the battle of the great day of the great day of God Almighty. Es steht da, die Dämonen gehen aus und bewegen die Könige dazu, sich zu versammeln, um im Krieg, diesem großen Krieg, der kommen wird, sich zu vereinigen, um gegen Gott zu kämpfen. So this is the beginning of the Battle of Armageddon. Und hier sehen wir die Vorbereitung für diese große Schlacht in Armageddon. I mean, they knew that all these plagues were coming from God. We just saw that earlier. Die Leute, sie wussten, alle diese Plagen, sie stammen von Gott, das haben wir gesehen. And they apparently already know about the Battle of Armageddon because they're getting ready for it. Und irgendwie wissen sie auch, dass diese große Schlacht in Armageddon kommen wird, denn sie bereiten sich jetzt darauf vor. So they know they're about to fight Christ. Und sie wissen, sie lassen sich darauf ein, gegen Christus Krieg zu führen. So this is getting kind of exciting here, okay? Naja, das wird immer interessanter hier. There are spirits of demons, verse 14, performing signs. Diese Dämonen, sie tun Wunder und Zeichen. So we talked about this already. Can they actually do miracles or not? But here again, the word signs, they want people to follow them. Wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, können sie tatsächlich Zeichen und Wunder tun? Ja, das können sie. Und sie verleiten damit Leute, ihnen zu folgen, aufgrund dessen, was sie sehen. And it's interesting, they want to gather the kings of the whole world. Und ihr Ziel ist es, die Könige des gesamten Erdreiches zu versammeln gegen Christus. So this is like a major army being brought together here. Naja, wir reden von einer ziemlich großen Armee, die sich hier versammelt. And they gather them together at a place called Armageddon. Und die große Schlacht, die soll dann eben in Armageddon stattfinden. Now, Armageddon comes from 2 words, Ar, which means mountain.
Harmageddon ist ein zusammengesetztes Wort. Har bedeutet Berg and Megiddo, which means city. und Megiddo bedeutet Stadt. You can actually go see this place. I've seen it many times. Man kann diesen Ort sehen. Ich war schon mehrmals dort. It's near Mount Carmel. Es ist in der Nähe des Berges Karmel. It's the immense valley of Jezreel. Es ist diese große Ebene, die sich dort ausbreitet. And in that big valley, there is like a little kind of mountain with the town of Megiddo on it. Und in dieser großen Ebene ist eine kleine Erhebung und dort ist die Stadt Megiddo obendrauf. Now, what's interesting is that in history, 34 battles have taken place in this valley. Geschichtlich haben sich in dieser Talebene 43 Kriege zugetragen. Can I show you another picture here? Kann ich noch mal ein Bild zeigen schnell? This is it. Well, it was really foggy the day I took the picture. Okay, so this is it. So this is the tourist site, and we're looking on the valley of Jezreel where the Armageddon is going to be. So it's one of the, you want to translate, this is one of the most exciting things about Israel for me. Das ist etwas, was mich immer wieder am meisten begeistert in Israel, ist der Blick in diese Ebene, wo man nimmt an, dass es dort ist, dass Harmageddon, die finale Schlacht, stattfinden wird. I mean, you're looking out in this valley and you're saying to yourself, Du schaust da in dieses Tal hinunter und sagst zu dir, wow, chapter 16 of Revelation is going to happen like right there. Kapitel 16, genau da wird stattfinden. All those kings of the world are going to gather right there. Alle Könige der Welt werden sich versammeln. And then I don't want to go too fast, but Jesus is going to come back right there and defeat them. Aber Jesus wird kommen und sie da, genau da in dieser Talebene bezwingen, besiegen. Now this battlefield is really interesting. 34 great battles have happened there. Wie gesagt, in dieser Talebene wurden bereits 43 Schlachten gefochten. Napoleon Bonaparte called it the most natural battlefield on earth. Napoleon Bonaparte sagte, es ist das geeignetste Schlachtfeld, das es gibt auf der ganzen Welt. So he says this is the best battlefield in the entire world. How's that interesting? Napoleon sagte, wenn ein Schlachtfeld, dann dieses. Es gibt kein besseres. Deborah and Barak versus Sisera happened right there. Judges 5. Eine Schlacht, von der wir in Richter 5 lesen, diese Schlacht hat sich auch dort zugetragen. Saul against the Philistines, right there. Saul hat hier gegen die Philister gekämpft. Solomon against Pharaoh, right there. Salomo hat hier gegen den Pharao gekämpft. Josiah against Pharaoh Necho, right there. Josia hat hier auch gegen den Pharao gekämpft. 4 battles between Saladin and the Crusaders, right there. Und es gab hier 4 Schlachten zwischen Saladin und den Kreuzrittern. The Egyptian Mamelukes versus the Mongols, right there. Wie heißt er? Die Mameluken. Kennt jemand von euch die Mameluken? Ja, die waren das Ja, Bendig kennt. das waren türkische Herrscher in diesem Raum. Türkische Herrscher, aus dem Osmanischen Reich. Vor dem Osmanischen. Wir sind froh, dass Benedikt hier ist und uns aufklären kann. Auch die haben hier gekämpft gegen Israel. Napoleon Bonaparte versus the Ottomans. Napoleon hat hier gegen das Osmanische Reich gekämpft. General George Allenby against the Turks, right there. General Allenby hat hier gegen die Türken gekämpft. Kibbutz Mishmar HaEmek Genau der. against the Arab Liberation Army in 1948. Gegen die arabische Befreiungsarmee. But the best of all, Aber das Beste, the Battle of Armageddon, the last big battle. Harmageddon wird hier stattfinden. Das ist die letzte finale Schlacht, die kommt. So it is really cool when you go to Israel. It's like you get the Bible in 3D. Und wenn du in Israel bist, dann ist das Tolle, du hast einen 3D-Eindruck von dem, was die Bibel Okay, we're just going to take 5 extra minutes. I want to finish the last 7th bowl. Okay, noch 5 Minuten. Ich möchte nämlich die 7. Schale hier noch abschließen. Colossal natural cataclysms. Gewaltige Naturkatastrophen werden über die Erde So einbrechen. verse 17 says it's the next bowl. Vers 17 lesen wir. Just read verse maybe 18 through 21. Wir lesen die Verse 18 bis 21. Das ist die 7. Zornschale. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, wie es nicht
wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in 3 Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen und Babylon, die Große, kam ins Gedächtnis vor Gott, dass ihr der Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes gegeben werde. Und jede Insel entfloh und Berge wurden nicht gefunden. Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästern Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. We actually should have read verse 17 because it's got an important thing at the end of it. Can you add that too? Okay, Vers 17 noch. Und der 7. goss seine Schale in die Luft aus, und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel hervor, von dem Thron her, die sprach, es ist geschehen. Yeah, so how interesting is this, right? Verse 17 predicts this 7th bowl. In Vers 17 gibt es eine Vorausschau auf das, was kommt bei dieser 7. Zornschale. And this voice from the temple God probably says, it is done. Und eine laute Stimme aus dem Tempel, wahrscheinlich die Stimme Gottes, die sagt, es ist geschehen. Now what's interesting is that it is done is actually referring to something that's already happened. Es ist geschehen bezieht sich auf etwas, das eben bereits geschehen ist. Es ist Vergangenheit. But it's not happened. Aber es ist ja noch gar nicht geschehen. So he's saying it in a way of saying it is done because what is going to happen will happen. Und er kann sagen, es ist geschehen, weil es eben genau so geschehen wird. Nichts und niemand kann es It's aufhalten. as if it is already done. Es ist so, als wäre es bereits passiert. So what do we see? In verse 18, first of all, lightning bolts. Vers 18, wir lesen hier von Blitzen, And then we have some voices. Stimmen, Thunderbolts, lightning again, more, and an earthquake, especially an earthquake. Donner und ein gewaltiges Erdbeben. This will probably be the most devastating earthquake in the history of the world. Wir können davon ausgehen, dass das zerstörerischste Erdbeben sein wird, das diese Erde je gesehen hat. And I shouldn't say probably because it says it in verse 18, such as has not been since man came upon the earth, so great an earthquake was it and so mighty. Und ich muss mich korrigieren, es ist nicht wahrscheinlich so, sondern es ist definitiv so, denn es heißt hier, dass es ein Erdbeben sein wird, wie es die Menschen noch nie gesehen haben. I mean, one of the most devastating earthquakes in the history of the world was in 1556. In 1556 hat sich eins der gewaltigsten Erdbeben auf dieser Erde zugetragen. In Shaanxi, China. In Shaanxi in China. 830,000 dead. 830 Tote gab es. 830.000 Tote. 60% of the entire population of that region. 60% der Bevölkerung in der Region, sie sind alle umgekommen in dem Erdbeben. Number 8 on the Richter scale. Es war eine 8 auf der Richterskala. In 1960 there was Valdivia, Chile. Und im Jahre 1960 hat sich ein weiteres schweres Erdbeben zugetragen. 9.5 on the Richter scale. Und dort wurden sogar 9,5 auf der Richterskala gemessen. They estimated the power of that earthquake as 1,000 atomic bombs. Und die Kraft, die durch dieses Erdbeben freigesetzt wurde, verglich man mit derjenigen, die passieren würde, wenn 1000 Atombomben gleichzeitig gezündet werden. Exploding at the same time. Ja. So only 6,000 people died actually because they were better prepared. Aber damals sind nur 6000 Leute umgekommen, sie waren besser vorbereitet. And so many cities of the world have been able to prepare for earthquakes. Und viele Städte, die in erdbebenreichen Zonen sind, die haben Vorkehrungen getroffen, dass wenn das Erdbeben kommt. But I'm afraid in verse 18 when this one happens, all of our constructions probably won't stand. Aber wenn dieses Erdbeben kommt, von dem in Vers 18 die Rede ist, alle Vorkehrungen, vergiss sie nützen gar nichts. Verse 19 says the great city was split into 3 parts. Und in Vers 19 lesen wir, dass die große Stadt in 3 Teile aufgeteilt wurde. 3 possibilities, maybe Jerusalem, 3 Möglichkeiten, die große Stadt, vielleicht Jerusalem, maybe cities of falling nations. I mean, we don't know actually. vielleicht
Städte von gefallenen Nationen, wir wissen es nicht. Or maybe Babylon the Great if Babylon is reconstructed as Babylon. Oder vielleicht Babylon die Große, falls Babylon wieder aufgebaut würde. In verse 20 we find out that all the islands fled and the mountains were not found. Und Vers 20, jede Insel entfloh und die Berge wurden nicht mehr gefunden. The effects of the earthquake on islands and mountains is absolutely striking. Es ist absolut verblüffend, welche Auswirkung dieses Erdbeben hat auf die Berge und alles, was es gibt. I mean, it doesn't say the size of the island here. Es wird hier nicht beschrieben, wie groß diese Inseln sind, die entflohen But just sind. imagine the island of Corsica just like, boom, going underwater. Aber nehmen wir zum Beispiel Korsika, einfach weg. Or Hawaii just disappearing. Oder Hawaii, einfach nicht mehr da, weg. And mountains were not found. Die Berge wurden nicht mehr gefunden. Imagine if the Schildhorn just disappeared. Das Schildhorn, weg. Imagine if the Jungfrau just like, boom, gone. Jungfrau Joch, einfach nicht mehr da. How about the Mont Blanc? Wie wäre es mit dem Mont Blanc? How about the mountain where my house is on, the Salève? Oder das Haus, der Berg, auf dem sein Haus steht. Oh no, my house will disappear. Das Haus ist dann auch weg, nicht nur der Berg. Everest might disappear. Mount Everest, weg. I mean, it's funny, we're quick saying these things, but just imagine what that actually means. Wir können das sehr schnell überlesen, aber versucht dir mal vorzustellen, was hier passiert. But that's not all. Aber das ist noch nicht alles. Look at verse 21. Vers 21. I mean, huge hailstones, about 100 pounds each, came down from heaven upon men. Hagelsteine, 50 Kilo schwer das Stück, fallen vom Himmel auf die Menschen. So I'm going to tell you how much I weigh, so you can kind of get an idea of how big these hailstones are. Okay, ich sage euch, wie schwer ich bin, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie schwer diese Hagelsteine sind. I weigh 82 light kilos. Er wiegt 82 leichte Kilos. So I don't know where to cut myself to take 30 kilos off the 80 Naja, ich kilos. weiß nicht, wo der Schnitt hin muss, um diese Here, 30 Kilo here. wegzunehmen. Yeah. Ja, Hier. Here? Yeah. Okay, thank you. So right here. So if you cut me right here, Ja, wenn du hier abschneidest, is this a 50 kilos or is this a 50 kilos? you can choose. Yeah, okay. That is a big piece of ice. Naja, auf jeden Fall, es sind Riesen, nicht Hagelkörner, Hagelsteine, die da vom Himmel fallen. I found a couple of interesting pictures. Check this out. Ja, hier sind ein paar Hagelkörner. So these are real pictures of hail. One is the size, have you ever heard of a baseball? You know, baseball like American game. Baseball right here, that's about the size of a baseball. That one's way bigger there on the right. Ja, das ist ungefähr ein Tennisball, aber das sehen wir besser, aber das Ding ist noch viel größer. But that's not even close to 50 kilos. Aber das ist nichts im Vergleich zu den Hagelsteinen, von denen wir hier lesen. Now this is an interesting one because this has little like hard edges around it. Oh, das ist ein besonders tolles Stück, da sind noch diese Ecken und Kanten dran. Imagine that falling on your dog. Stell dir vor, das fällt auf deinen Hund Or how about on your head? oder auf deinen Kopf. That would hurt. Das könnte wehtun. You know, in these new movies, the superhero movies, one of the parts I like the most, Wisst ihr, was ich besonders mag an all diesen Superheldenfilmen, die es gibt? they have these great scenes where they have like a building that comes down, maybe, Es gibt diese Szenen, irgendwelche Wolkenkratzer krachen zusammen and there's a big block of concrete. und dann gibt es ein großes Stück Beton And there's the bad man, and he's looking up, he's going, oh no! und dann sieht man dort den Bösen und er schaut, wie das Gebäude einstürzt und er denkt, ach nein. And in these movies, they make it so good where this huge block comes down and go, whoop, gone. The guy's like over, you know? Naja, das ist so toll gemacht mit den ganzen Effekten heute. Dieser Betonblock kommt und, naja, der Bösewicht ist weg. This is going to happen all around the world. So wird es aussehen. Das wird passieren. Und zwar auf der ganzen Erde. A block of 50 kilo ice hits your cat. 50 Kilo Hagelstein. Naja, stell dir deine Katze vor. That cat, you will never find it again, I'm telling you, man. Du wirst diese Katze nie wiedersehen oder erkennen. So I don't know why I'm laughing about this, but this is kind of funny. Ich weiß nicht, warum wir alle lachen darüber, aber naja, es ist irgendwie so But it's bizarr. actually dramatic. Also es ist an Dramatik End of verse nicht zu 21. überbieten. End of verse Vers 21. 21. And men blasphemed God because of the plagues of the hail, because the plagues were extremely severe. Die Menschen lästern Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Folks, this is the grace of God till the last minute trying to give people a chance to repent.
Und meine lieben Freunde, verpasst nicht zu sehen oder zu erkennen, dass hier immer noch Gnade da ist, Gnade von Gott bis zum letzten Moment, dass sie umkehren und Buße täten.